Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget und heute wollte ich euch eine interessante Information übermitteln, die ja jetzt die letzten 1-2 Tage, glaube ich, jetzt so passiert sind. Und zwar die levelhöchsten Spieler in ganz Shakes and Fidget haben Dungeons genommen. Ja, erst der eine, dann ist der andere in Panik verfallen und hat auch Dungeons genommen. Und zwar ist hier auf S18.de der Atze jetzt bald Stufe 700. Der erste 700er in ganz Shakes and Fidget mit Stufe 697 ist er hier gerade am Start. Und jetzt wollte ich euch noch seinen direkten Kontrahenten zeigen, und zwar Dr. Darm. Aber das neue Update hat mir da leider einen Riegel vorgeschoben. Das ist ziemlich doof gemacht. Und zwar, wenn ich hier einen neuen Charakter erstellen will, ja, und mir eine Welt aussuchen will, dann geht das nicht. Ich kann nur auf S31 mir eine Welt oder einen neuen Charakter erstellen oder irgendwie so. Ne? Also ihr seht, ich kann hier nichts auswählen. Ja, ich wollte jetzt auf den Server von Dr. Darm gehen, um euch halt noch den zweiten Account mit zu vergleichen. So, und im Lokalen, da kann ich hier nichts mehr weiter erstellen. Ja, ihr seht hier, ich kann hier keinen neuen Charakter erstellen, um einfach mal auf den Server reinzuschnuppern, um mal zu gucken, was der Dr. Darm so macht. Ja, das ist sehr doof gemacht, muss ich mal so sagen. Und ich hoffe mal, das bleibt nicht so, weil ich natürlich auch auf anderen Servern mal reinschauen möchte, was da so abgeht, ne, mit den Spielern. Das ist ja ziemlich interessant. Ansonsten können wir ja gar nichts mehr verfolgen an irgendwelchen Projekten auf irgendwelchen Servern. Zum Beispiel, als wir uns damals das Projekt hier von Turo angeschaut haben, da mussten wir ja auch auf einen anderen Server gehen. Habe ich jetzt gar nicht mehr, ne? Und kann ich mir jetzt auch gerade nicht erstellen. Deswegen musste ich mir so ein Random-Ass-Bild irgendwo raussuchen, wo jemand gerade Dr. Darm gescreenshottet hat. Ja, und der ist momentan 691 auf dem letzten Zeitpunkt. Ich weiß nicht mehr, ob er jetzt schon höher gekommen ist. Es könnte sein, dass er jetzt, nee, ich glaube, er ist jetzt 693, so wie mir das jetzt gesagt worden ist, von deinem Nachbar, der hat mir das dann nämlich auch geschrieben, dass die beiden Dungeons genommen haben und daher habe ich da auch die Info. Ach so, nee, ich sehe jetzt sogar gerade hier tatsächlich im Discord, hatte ich jetzt nochmal nebenbei reingeschaut gehabt, ja, es sind hier neue Screenshots am Start, und zwar ist Dr. Darm 696, ja, und Atze 97. So, also das ist jetzt der aktuellste Stand der Dinge. Jetzt 18:30 Uhr, wo ich das gerade aufnehme, hier am 30.04., ne, kurz davor hier gerade um die Uhrzeit hier reingepostet worden. Und das Interessante dabei ist halt eben, dass ja, beide noch Dungeons offen gehabt haben und beide diese jetzt auch genommen haben. So, das könnten jetzt noch Dungeons gewesen sein. Sie hatten vor ein paar Tagen schon mal einen Level-Push gemacht, mit, ja, wo jemand Dungeons genommen hatte und dann der andere auch. Ich würde euch jetzt so gerne auch Dr. Darm seinen Account zeigen, aber es geht jetzt leider halt nicht. So, ne? Und es ist halt interessant, weil die beiden sich halt so untereinander auch beobachten und ausscouten. Welches Level hat jetzt gerade der andere? Hat der jetzt auch gerade Dungeons genommen, etc. pp. Muss ich jetzt hier auch Dungeons nehmen? Und ja, das sind jetzt so die beiden Levelhöchsten in ganz Shakes and Fidget. Dann hatte ich dann auch nochmal den Nachbar gefragt, so, ne? Also dein Nachbar, der Spieler, weil der das Ganze ja auch sehr gut unter Kontrolle hat, alles. Und weil das sind ja so die beiden, ne, die so auf das Podest gehören auf jeden Fall, was so die höchsten Levelspieler angeht in ganz Shakes and Fidget. Und ich bin auch sehr gespannt, wer denn das Rennen machen wird von den beiden hier. Wer der höchste Spieler nachher sein wird oder der erste Stufe 700er in dem Fall. Und ob da noch jemand irgendwo rankommt. Und da meinte er, ja, es ist halt schwierig, aber der Chris, der Ignil, ja, den kennt ihr ja auch, der ist zum Beispiel auf S11, aber da ist dein Nachbar hier auf Platz 1, deswegen sieht man den nicht. Er hat halt noch wohl Dungeons für 16 Level, ja. Aber auch hier weiß ich jetzt gerade nicht, welches Level er hat, obwohl, doch, er hatte mir auch geschrieben, dann wäre er 691, wenn er diese so machen würde. Also würde ein bisschen rankommen, aber wahrscheinlich nicht überholen. So, und da ist es natürlich jetzt auch noch fraglich, ob die beiden Kollegen hier jetzt noch irgendwelche Dungeons sich aufgespart haben oder ob noch die irgendwas in der Hinterhand haben, so, ne? Weil
den Leuten geht es jetzt nicht um den Rang so, denen geht es nicht um die Stats, denen geht es einzig und alleine darum, das Prestige haben zu dürfen, der höchste Spieler in ganz Shakes and Fidget zu sein. Und das halt auch wirklich zu jeder Zeit tatsächlich, ne? Weil sonst hätte jetzt der Erste nicht die Dungeons gemacht und der Zweite sofort die Dungeons nachgezogen und ihn wieder überholt. Also es ist wirklich ein Rennen hier, ne? Zum Ende hin. Und ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wer denn am Ende des Tages das Rennen machen wird. Entweder Atze oder Dr. Darm, wer hier als erstes Stufe 700 erreicht und damit ja, der erste 700er in ganz Shakes and Fidget ist. Wie gesagt, ich würde hier liebend gerne jetzt noch einen weiteren Account erstellen und auf den Server von Dr. Darm gehen, aber es ist mir leider wirklich verwehrt. Das ist komplett beschissen, muss ich mal so sagen, und das schränkt mich auch ziemlich ein in meinem ganzen YouTube-Zeug hier. Deswegen hoffe ich mal, dass wenn jetzt wenn jetzt Update und so jetzt soweit released worden ist und alles hoffentlich auch klappt, dass man auch am Handy spielen kann, denn ich kann jetzt ich kann immer noch nicht am Handy zocken hier. Jetzt wurde ich gerade der Sitzung ausgeloggt. Ja toll, jetzt, was ist denn jetzt passiert? Ja, keine Ahnung. Muss ich mich hier einloggen irgendwie. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr ungünstig, sag ich mal, für mich. Mein YouTube-Zeug hier, um euch das dann halt dementsprechend auch zu zeigen. Und ich hoffe mal, da wird definitiv noch ein bisschen dran gewerkelt. Ne? Ansonsten, ja, weiß nicht, können wir so eine Sachen wie das mit Turor nie wieder verfolgen oder das hier mit den anderen Leuten hier, wer jetzt gerade der Level höchst ist, ne? Dann kann ich euch die Accounts nicht mehr zeigen. Das wäre ziemlich schade irgendwie. Obwohl, warte mal, neuen Charakter? Jetzt kann ich, nee. Ich dachte, jetzt bin ich ausgeloggt hier im Lokalen. Jetzt steht ja hier die Option, ne, dass ich hier einen neuen Charakter erstellen kann, weil sonst stand die Option nur bei Account, aber jetzt bin ich mit meinem Account ausgeloggt. So. Aber anscheinend kann ich hier immer noch nur auf Welt 31 irgendwie was erstellen. Naja, also das ist alles noch irgendwie in den Kinderschuhen so gefühlt. Und ja, da hoffe ich mal, dass das bald sich irgendwie ansatzweise bessert, ne? Ja, wie gesagt, ansonsten Leute, sage ich euch da rechtzeitig Bescheid, wie bei jeder großen Level-Rundung, sage ich mal, zu jedem 100er Schritt, wer den als erstes tätigt, und weil das ist ja schon was sehr, sehr Besonderes, ihr seht es ja an meinem Main-Account, wie lange ich da dran sitze und wie langsam es da halt auch wirklich vorangeht nachher im späteren Spielbereich, und das ist natürlich ja, dann schon eine Leistung, wenn man dann so einen 100er Schritt dann auch tätigt. Ne? Ja, gut, das war eigentlich alles, was ich euch soweit sagen und zeigen wollte. Ne? Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden, zwischen Dr. Darm und Atze, wer hier nochmal das Level 700 als erstes erreicht. Und ja, mal schauen, ob die noch was in der Hinterhand haben oder ob noch irgendwelche anderen Leute irgendwelche Dungeons noch offen haben oder ob die sich das halt aufsparen. Soweit ich weiß, hatte ja der Chris, der Ignil, gesagt, er will sich die Dungeons so lange aufsparen, bis er der erste Stufe 1000er wird. Ja, weil er grindet ja jetzt noch momentan mit ein bisschen besserer XP als Atze und Dr. Darm, weil die im Level höher sind. Und dann geht ja automatisch auch die XP runter, umso höher man im Level steigt. Ne? Das ist so ein bisschen, aber das sind halt wirklich, das sind Bereiche, Schamhaaresbreite so, ne? Also das ist halt wirklich, da macht es wahrscheinlich kaum noch einen Unterschied. Tatsächlich. Ja, müsste man mal wissen, was zum Beispiel jetzt als Beispiel so ein Atze in der Akademie bekommt noch pro Stunde an Erfahrung und was ein Chris noch bekommt jetzt. Nur als Beispiel so, ne? Ja, okay, Leute, das war's soweit von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Auf jeden Fall war's das soweit von mir. Ich verabschiede mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.